Mein Name ist Markus Sauer, ich bin seit 2 Jahren an der Evangelisch-Theologischen Fakultät Professor für Altes Testament, lehre also die Entstehung der hebräischen Bibel und die theologischen Vorstellungen, die sich in den alten hebräischen Texten verbergen. Ich untersuche gerade für einen Aufsatz den Zusammenhang zwischen dem griechischen Begriff Physis, lateinisch übersetzt Natura und im Deutschen dann Natur. Was ist eigentlich Natur? Und vergleiche diesen Begriff vom Griechischen her Physis mit den hebräischen korrespondierenden Begriffen. Im Hebräischen gibt es keinen Begriff für das, was wir als Natur bezeichnen, aber es gibt die Vorstellung davon, dass es so etwas wie eine Ordnung der Welt gibt, dass die Dinge sozusagen in einem geordneten Ganzen organisiert sind. Und einer der zentralen Begriffe im Hebräischen dafür lautet Zedek. Das übersetzen wir in der Regel mit Gerechtigkeit, aber es meint viel mehr. Es meint auch die Ordnung der Welt, die Weltordnung. Und ich schaue gerade, wie der griechische Physis-Begriff mit dem hebräischen Begriff Zedek vergleichbar ist und ob die beiden Begriffe vergleichbar sind, wo die Unterschiede liegen. Das ist das, was ich gerade mache, ganz aktuell. An meinem Fach das Faszinierendste ist, dass ich in Kulturen eintauchen kann, die 2.000, 3.000 Jahre zurückliegen, ihre Hochzeit in der Phase zwischen 1500 vor Christus und der Zeitenwende, also um das Jahr Null herum haben. Es ist einfach nicht nur ein Erkenntnisweg, sondern es macht einfach auch Spaß, festzustellen, wie Menschen vor 2000 Jahren Fragen beantwortet haben, die ich auch habe, die wir auch haben, wie Antworten auf diese Fragen in den alten Texten aussehen und wie die Texte, die wir heute noch in unseren Kirchen, auch in unseren theologischen Fakultäten als für uns leitende Texte verstehen, bereits in ihrer Entstehungszeit, in Auseinandersetzung mit anderen Vorstellungen, anderer Kulturen entstanden und ausgebildet, ausgeprägt worden sind. Also festzustellen, dass das, was wir heute als Theologie und Kirche begreifen, nämlich durchaus ein Unternehmen, das mit Austausch, mit Kommunikation zu tun hat, dass das nichts ist, was erst im 20. und 21. Jahrhundert entstanden ist, sondern dass das von den Anfängen her zu den Grundsignaturen von Religion gehört, im Austausch zu stehen, zu fragen, was denken die anderen, was glauben die anderen, was heißt das für mich? Dieses diskursive Element, Theologie als Diskurs zu begreifen, ist für mich das Faszinierendste und macht mir einfach auch unheimlich Spaß. Die Fakultät ist ein ganz wunderbarer Ort, sich mit genau diesen Fragen zu befassen. Die Fakultät zeichnet sich durch ein außerordentlich kollegiales Miteinander aus auf der Ebene der Lehrenden an der Fakultät, aber insbesondere auch im Miteinander mit den Studierenden an unserer Fakultät. Ich profitiere unglaublich vom Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, die selber wissenschaftliche Arbeit hier betreiben, aber ich profitiere in gleicher Weise vom Austausch mit den Studierenden, wenn wir in einem Seminar etwa an Texten arbeiten, gemeinsam über Texte nachdenken, über die ich dann auch wieder wissenschaftlich arbeite. Dieses Diskursive, dieses Austauschende, was wir hier an der Evangelisch-Theologischen Fakultät pflegen, ist nicht selbstverständlich und für mich ein Geschenk, was meine Arbeit unglaublich bereichert. Bonn ist einfach eine unglaublich schöne Stadt, landschaftlich am Eingang ins Mittelrheintal gelegen. Ich genieße sehr das Klima. Es ist nicht häufig sehr kalt hier, sondern sehr, sehr angenehm. Und die Stadt hat, das genieße ich auch sehr, hat ein unglaublich reichhaltiges kulturelles Angebot mit der Bundeskunsthalle, mit der Oper, dem Schauspielhaus und vielen, vielen anderen auch Kleinkunstbühnen oder Kleinkunstinitiativen. Es ist eine sehr lebendige Stadt und auch eine sehr internationale Stadt als UN-Standort, als Standort internationaler Unternehmen. Ist Bonn einfach sehr international geprägt, was man eben auch hört, wenn man auf die Straße geht. Und man hört eben auch nicht nur Englisch, sondern man hört auch Französisch, Spanisch, Italienisch. Und das macht die Stadt sehr, sehr bunt, sehr, sehr vielfältig und das genieße ich außerordentlich. Theologie ist für mich
das Nachdenken, das gemeinsame Nachdenken über die großen Fragen nach Gott, der Welt, dem Menschen. Aus meiner Fachperspektive heißt das dann, dass wir nicht nur über unser gegenwärtiges Verständnis von Gott, Welt und Mensch nachdenken, sondern eben unsere gegenwärtige Position dadurch profilieren, dadurch entwickeln, dass wir uns mit der Vergangenheit dieser Frage, mit den Antworten, die in der Vergangenheit auf diese Frage gegeben wurden, auseinandersetzen. Im Blick auf mein Fach heißt das konkret, dass wir die Texte der hebräischen Bibel aus dem 1. Jahrtausend vor Christus lesen, zu verstehen versuchen und in Auseinandersetzung mit diesen Texten dann unsere eigenen Antworten auf die Fragen nach uns selber, nach Gott und nach der Position des Menschen in dieser Welt zu beantworten versuchen. Religion, das können wir ja, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir die Nachrichten gucken, sehr, sehr schnell feststellen. Religion ist ein die Gesellschaft maßgeblich bestimmendes Themenfeld, ein kulturelles Feld, ein soziales Feld, das unsere Gesellschaften bestimmt. Nicht nur in den christlichen Kirchen, sondern auch natürlich in den jüdischen Glaubensgemeinschaften, in den Moscheegemeinschaften. Die Auseinandersetzung mit Religion ist damit also eine gesellschaftliche Aufgabe. Das ist das Erste, was dann auch für die Theologie von hoher Relevanz ist. Wir müssen uns mit diesen Fragen befassen, weil sich Wissenschaft an einer Universität dadurch auszeichnet, dass sie die gesellschaftlichen Fragestellungen, die gesellschaftlich relevanten Themen aufnimmt und eben auch mit ihren Methoden, mit ihren wissenschaftlichen Methoden untersucht. Theologie, insbesondere an einer evangelisch-theologischen Fakultät, zeichnet sich dadurch aus, dass wir seit der Reformation ein Modell der Auseinandersetzung mit religiösen Fragen entwickelt haben, etabliert haben, das sich auf die Schrift, die heiligen Texte, Altes und Neues Testament bezieht, aber die Auslegung dieser Texte nicht irgendeiner vorgeordneten Autorität unterstellt, sondern jeden Einzelnen und jede Einzelne dazu herausfordert, sich in Auseinandersetzung mit dieser Tradition eigene Fragen und eigene Fragen zu stellen und eigene Antworten dann eben auch auf diese Fragen zu geben.